take my time. I wanna get to know it. Tell me what's on your mind. Tell me what makes you happy. Tell me what makes you happy. Tell me what makes you happy. I wanna take my time. I wanna get to know it. Tell me what's on your mind. Tell me what makes you happy. Tell me what makes you happy. Tell me what makes you happy. So, hier haben wir im Test für euch den neuen Norse Mode. Wir haben ihn getestet in 5,5 und 4,8 Quadratmeter. Mit einigen kleinen Detailänderungen geht er in die neue Saison. Die sehr schön dimensionierte und wirklich steife Frontschlaufe zum Führen des Wings ist geblieben vom Vorgänger. Als Scheuerschutz und zur besseren Stabilisierung gibt es auf der Innenseite ein EVA. Die Schlaufe ist insgesamt Gurtband ummantelt. Die langen, wohldimensionierten Handles sind auch vom Vorgänger übernommen. Die vordere ist so lang gezogen, dass auch ein einhändiges Fahren hier möglich ist. Die Dimensionierung reicht von kleinen bis großen Händen und ist als optimal zu bezeichnen. N-Weave, das Strut-Material, ist hochfest und absolut scheuerfest. Das macht bei allen Wings im Vergleich gerade hier einen sehr guten Eindruck. Verschlossen werden die Struts auch mit einer Kedernaht, die von der Innenseite gedoppelt und vernäht ist. Zum B- und Entlüften stehen zwei Standardventile in großer Ausführung zur Verfügung. Hier wird entweder separat befüllt oder gemeinsam über das One-Pump-System. Das ist mit einem kurzen geraden Schlauch versehen, der nicht abknickt. Beim Flugtuch wurde auch nochmal ein neues Tuch verwendet, was noch fester und mehr Formstabilität geben soll. Das ist ein Double Ripstop Material. Im vorderen Bereich des Profils wurde das Panel-Layout nochmal mit diagonalen Bahnen separat versehen, um hier mehr Stabilität zu erzeugen. Die Fensteranordnung ist gleich geblieben, aber durch diese Diagonale jetzt geteilt. Zudem haben wir noch im hinteren Bereich der Mittelstrut ein Fenster, was die Durchsicht nach Lee verbessern soll. Gummiertes Gewebe und Cordura schützen Aufschlag und Scheuerstellen. Im Bereich der Hinterkante, also der Abrisskante, haben wir eine doppelte Tuchdopplung und jeweils zwei Latten, die das ohnehin schon wirklich sehr straffe Tuch nochmal stabilisieren sollen. Ansonsten ist von diesem insgesamt schlicht gehaltenen Wing hier im Bereich des Profils keine große Veränderung zu sehen. Wir haben eine flache Anströmkante, ein etwas weiter hinten sitzendes Profil von der tiefsten Stelle und ein Infill-Panel, was nur hinten nach vorne geöffnet ist. Das V im Wing ist minimal ausgeführt. Zu den Tipps hin wurde das gesamte Profil vom Verlauf zu den Enden halt nochmal etwas verschlankt. In puncto Tuchspannung ist Norse hier insgesamt bei allen Wings sehr gut aufgestellt, sowie auch beim Mode, der hier keinerlei Wünsche offen lässt. Hier schlabbert und flattert nix. Und die Abrisskante ist mit zwei ganz leichten Konkaven an der Trailing Edge versehen. Die mittlere Strut ist mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Die Schothorndopplung ist gewichtsoptimiert einfach ausgeführt. Der Übergang vom Flugtuch zur Fronttube ist mit einem schlanken Tuchstreifen gedoppelt. Dank der weiterhin absolut optimalen Ausbalanciertheit des Norse Mode ist er beim Startvorgang in allen Könnenstufenbereichen wirklich einfach zu handeln. Der geringe Widerstand beim Führen über den Kopf, das insgesamt leichte Gewicht des Wings
auch im Vergleich zu allen anderen Mitbewerbern ist herauszuheben. Und wir haben einen guten Lift. Der ist jetzt nicht so extrem ausgeprägt wie bei dem ein oder anderen Einsteiger-Wing, aber er hilft doch halt in den Stand zu kommen und verursacht halt sozusagen ein ausreichendes Maß an Stabilität, damit man sich auch, wenn es mal ein bisschen kippliger wird, bei sehr wenig Wind hier gut zurechtkommt. Was man aber auch sofort merkt, dass hier das Ganze immer ein bisschen in Richtung Performance schon designt ist. Man braucht ein klein bisschen tieferen Raumschuttkurs als bei einem reinen Einsteigerschirm mit einem ganz großen Sweet Spot und eine leichte, etwas höher frequentere Pumpbewegung, um möglichst schnell und effizient auf den Flügel zu kommen. Im Vergleich mit anderen Wings, die sehr hohe Fahrleistungen besitzen, gehört der Mode aber auch in dem Takeoff hier oder im frühen Takeoff definitiv mit zum Besten, was der Markt hergibt. Tell me what's on your mind. Tell me what makes you happy. Tell me what makes you. Und bei etwas mehr Wind und bei einem korrekten Winkel beim Anfahren bedarf es hier auch keinerlei Pumpvorgang über das Brett. Das macht dann der Wing von seiner Kraft allein. Und in Kombination mit den neuen Sub-Downwind-Boards wird hier die Gleitgrenze oder die Aufstiegsgrenze auf 5 bis 6 Knoten bei 5,5 Quadratmeter geschoben. Das Versprechen, das North dem Kunden gibt, dass der Mode hier in der Palette das schnellste und auch mit dem am besten Amwindverhalten versehene Produkt bei den Wings ist, kann man ganz klar unterschreiben. Wir haben eine sehr gute Beschleunigung, wir haben eine hohe Endgeschwindigkeit, dabei eine absolute Ruhe im Wing, die wirklich schon außergewöhnlich gut ist. Und auch auf dem Amwindkurs zeigt sich hier das Profil als wirklich äußerst effizient. Wir haben sehr wenig Widerstand gegen den Wind, also wir kommen wirklich auf einen harten Winkel am Wind bei sofortiger Beschleunigung, was man dann zu anderen Spielereien natürlich auch nutzen kann. Auch wenn im Vergleich zu dem ein oder anderen Freeride-Modell hier die tiefste Stelle des Profils einen kleinen Tick weiter hinten sitzt, haben wir hier optimal angebrachte Griffe, wo halt ein Greifen genau im Mittelpunkt hier das Optimum bringt, um sich genau im Druckpunkt des Wings zu bewegen. In puncto Manöverhandling geht es mit dem Mode insgesamt doch jederzeit sehr entspannt zu. Einerseits halt der geringe Widerstand gegen den Wind macht alle Tags wirklich einfach und simpel und man kann aufgrund der hohen Profilstabilität das Ganze auch bei sehr viel Wind problemlos durchführen. Bei Manövern vor dem Wind, bei allen Halsen, schwingt der Mode gleichmäßig und ruhig auf die andere Seite. Er ist jetzt nicht super spielerisch bei diesen Manövern, aber durchaus sehr angenehm und verlässlich. North gibt den Mode auf seiner Skala von den Eigenschaften auch bei 100% Wave an. Das kann man mit der jetzt etwas besser schwebenden Trailing Edge im Vergleich zum Vorgängermodell durchaus unterschreiben. Das Ganze geht hier insgesamt nochmal etwas leichter. Die Tip-to-Tip-Balance war schon vorher absolut ausgezeichnet. Das ist ein Wing, der wirklich vollständig ruhig ist. Außer man bringt ihn selber in Disbalance, dann braucht man insgesamt halt, um ihn aus seiner stabilen Position, wenn man ihn da rausgebracht hat, wieder zurückzuführen, braucht man einen kleinen Tick mehr Kraft, was ihn halt auch nicht unbedingt zum spielerischsten Wave-Wing am Markt macht. Durchaus sind die Leistungen, aber gerade wenn wir Side- oder Side-Offshore-Bedingungen haben, ganz ausgezeichnet und einfach super entspannt. Für den Einstiegs-, Intermediate- und auch fortgeschrittenen Bereich in der Welle ist das Ganze hier wirklich sehr gut geeignet. Für den reinen Profi,
der für sich auch diese Disziplin als das maximale Glück empfindet und der hier den größten Spaß hat, gibt es den einen oder anderen Wing am Markt, der hier nochmal beweglicher und nochmal insgesamt etwas leichter in der Hand erscheint. Tell me what makes you happy. Tell me what makes you happy. Neben den reinen Fahrleistungen, Beschleunigung, Geschwindigkeit und Anwendverhalten, was ganz ausgezeichnet ausfällt, steht natürlich auch beim Mode hier das Springen und die Performance beim Springen ganz klar im Hauptfokus. Der Wing hat diese Geschwindigkeit, die du brauchst, um mit schnellen Flügeln ordentlich abzuheben. Er hat einen wirklich schönen, gleichmäßigen Lift, nicht ganz so explosiv wie der ein oder andere, aber doch wirklich kräftig insgesamt. Und auch bei der Landung bietet er halt durch seine wirklich kontinuierlich anliegende Strömung immer genug Balance und Kontrolle, dass man sich hier auch den Wing zu Hilfe nehmen kann, halt bei Foil-to-Foil-Landungen, dass man halt immer schön stabil bleibt. Das geht wirklich ganz ausgezeichnet mit dem Mode. Auch seine Geometrie ist bei rotierenden Sprungmanövern auf jeden Fall vorteilhaft. Er dreht jetzt nicht super schnell, aber er dreht halt immer sehr gleichmäßig und verlässlich. Also diese Verlässlichkeit, die er in sich trägt, ist das, was ihn insgesamt halt neben einem kraftvollen Moment insgesamt ausmacht. Tell me what's on your mind. Tell me what makes you happy. Der North Mode Pro glänzt insgesamt halt wirklich mit einer großen Bandbreite an völlig neutralen Eigenschaften. Das Ganze wird begleitet mit einem kräftigen Zug, der stets und ständig vorhanden ist, aber der nicht überfordert. Also man muss jetzt hier nicht die ganze Zeit mit Trapez fahren, um die Kraft halt zu bändigen, sondern das liegt alles noch im mittleren und angenehmen Bereich, auch für leichtgewichtigere Personen ohne weiteres zu handeln. Das notwendige Fahrkönnen deckt ebenfalls halt eine riesige Bandbreite ab. Man kann den North Mode Pro ebenfalls einem absoluten Anfänger in die Hand geben und aufgrund von neutralem Reaktionsvermögen auf die Lenkung und auch optimaler Positionierung der Handles und gleichmäßigem, ruhigen Verhalten des Wings wird es hier nicht zur Überforderung kommen. Der Pro kann natürlich halt in dem Bereich Race die volle Performance dieses Wings auskosten. Da sind wir aber nicht ganz so prädestiniert für, weil wir nicht nur reine Racer sind. Und klar ist natürlich halt, wenn man die maximale Geschwindigkeit hier auskosten möchte, muss das Ganze natürlich auch wirklich mit schnellen Flügeln kombiniert werden, die den Wing in dem Bereich nicht begrenzen, weil der hat nach oben hin wirklich ein sehr, sehr großes Leistungsspektrum. Im Punkto Wave ist das Ganze hier verbessert gegenüber dem Vorgängermodell, ist insgesamt etwas leichter in der Hand, noch etwas besser zu führen, schwingt insgesamt halt nochmal einen kleinen Tick besser nach rechts und links mit. Und was halt wirklich erwähnenswert ist, die Profilstabilität und der Windeinsatzbereich dieses N-Weave-Material hält das Gerüst sehr schön unter Kontrolle und das von sehr wenig bis sehr viel Wind. Da gibt es definitiv überhaupt nichts, was man da irgendwann mal vermissen könnte. Also das Ganze ist hier wirklich halt ein Wing für jedermann, der am liebsten gerne schnell unterwegs ist und dabei halt auf nichts verzichten will, nicht auf Fahrleistungen, nicht auf andere Variablen und Spielarten beim WINGfoilen, sondern alles machen möchte. Und da ist dieser North Mode Pro 2024 wirklich ganz großartig.